Ich bin Martin, ich bin 31 Jahre alt, ich wohne seit 10 Jahren im wunderschönen Leipzig und seit ungefähr 3 Jahren weiß ich, dass ich einen Gehirntumor mit mir herumtrage. Ich glaube, es ist das erste Mal, wo du dir vielleicht jetzt wirklich intensiver Gedanken machst, was denn nur Leben bedeutet und Lebensqualität und was auch Tod bedeutet vielleicht. Die eigene Vergänglichkeit ist tatsächlich was, über das ich mir noch nie so wirklich Gedanken gemacht habe. Drei Wochen vor der OP, so langsam wird's interessant. Ich glaube, ich bin oberflächlich noch relativ entspannt und komme ganz gut klar in Situationen, wenn ich unter Leuten bin und auf Arbeit. Ich merke aber, dass es in mir drin schon so ein bisschen unruhig wird. Ich habe einen sehr unruhigen Magen, ich bin irgendwie immer angespannt, ich denke permanent drüber nach. Ich kann mich schlecht entspannen, ich bin sehr schnell gestresst, ich bin sehr schnell wütend. Ja, alles was ich eigentlich nicht so richtig von mir kenne. Es ist gerade Mitte Januar und alle grusen sich so ins Jahr ein und es ist alles cool. Und ich habe halt so diesen riesengroßen Batzen, diese riesengroße Aufgabe vor mir. Und ich wäre auch gern eigentlich einfach nur einer von denen, die jetzt hier so normal ihr Leben durchziehen. Ja, aber geht irgendwie ja gerade nicht. Ist ein bisschen doof. Ich würde gern tauschen. Ich war gerade bei meinem Neurologen, letzter Termin. Ich habe die Überweisung fürs Krankenhaus bekommen. Und er ist eigentlich ganz cool. Er betreut mich ja jetzt schon lang und ja, er findet immer die richtigen Worte, um mich dann doch so ein bisschen wieder runterzuholen und meinte dann auch, dass es wohl gar nicht. Machen Sie sich mal locker und am Ende sind Sie 2 Wochen krank und dann geht's schon wieder. Und die Lage des Teils ist ja auch recht gut. Und wenn er das sagt, ja, vielleicht ist es dran. Man würde es sehen, wenn es soweit ist. Man würde es sehen, wenn es passiert ist und wie es danach ist. Ja. Ich mache heute auf jeden Fall noch was Schönes. Ich fahre jetzt zu Sophia. Sophia hat einen kleinen Garten und wir gehen in den Gartenmarkt, kaufen Sachen ein. Was machen wir jetzt? Sophia und ich haben eine Geschichte. Mit Anfang 20 waren wir mal ein Paar. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, dass du ein absolutes Arschloch oder so warst. Das warst du ja nicht. Gut. Vielleicht kein absolutes Arschloch, aber ich sag mal so. Das mit uns endete, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht erwachsen genug für eine Beziehung war. Ich habe das damals alles ziemlich beschissen gehandelt. Wir hatten dann fast 5 Jahre keinen Kontakt und wenn wir uns aufgrund unseres gemeinsamen Freundeskreises mal getroffen haben, war es immer irgendwie awkward und unausgesprochen und vor allem schade. Die Diagnose hat mir den Anstoß gegeben, vieles in meinem Leben zu überdenken und so auch das mit Sophia. Und irgendwann habe ich mir dann ein Herz gefasst und ihr eine Nachricht geschrieben. Ich wollte mich nicht unbedingt entschuldigen, sondern zeigen, dass mir bewusst ist, dass vieles scheiße war und ich, wenn sie das auch möchte, gern versuchen würde, eine Freundschaft aufzubauen. Ich weiß irgendwie gar nicht mehr. Entweder war ich da gerade auf Arbeit oder so und ich habe aufs Telefon geguckt und habe so gedacht, hä? Okay. Und dann habe ich es mir, glaube ich, nochmal in Ruhe durchgelesen und habe so gedacht, krass, aber finde ich gut. Und dann wurde das natürlich auch erstmal besprochen mit allen. Aber ja, ich fand es gut. Und wir haben uns ja dann auch relativ schnell da drauf getroffen nach deiner Nachricht. Und ja, festgestellt, dass es eigentlich doof ist, dass wir so nicht mehr miteinander gesprochen haben, weil wir uns ja eigentlich gut verstehen. Ich glaube, normal ist es nicht, dass man sich dann noch so nach dem ganzen Theater, was wir so hatten, versteht. Ich glaube wirklich, dass es irgendwie so ist, dass wir uns beide ja relativ gut kennen einfach. Und dadurch, dass wir so verschiedene Entwicklungsphasen jeder durchgemacht haben und wir uns in unterschiedlichen Lebensphasen kennengelernt haben und auch in kritischen Situationen kennengelernt haben, dann ein bisschen Abstand hatten. Sorry. Und dann irgendwie umso ehrlicher zueinander gefunden haben, wieder freundschaftlich, glaube ich, dass das gut funktioniert. Und wir wissen irgendwie, dass wir ziemlich ehrlich miteinander sein können, ohne dass wir böse aufeinander sind irgendwie. Kannst du eigentlich nehmen?
Hier? Ja. Ich muss gucken. Regenpflanzen, die nicht so schnell tot. Also hier rechts sind die Hasen. Dann lass es zu den Hasen Ja, gehen. wir gehen erstmal uns beruhigen. Sollen wir den Hasen mitnehmen? Ja. Also ich würde bei so einer Diagnose auch einfach super alles in Frage stellen. Und ich denke, das hat schon was mit dir gemacht. Ich glaube, es hat ein bisschen ein Umdenken stattgefunden. Also ich glaube, du warst, und bist auch noch jemand, der sein Leben sehr genießt. Und ich glaube, das war noch mal so ein Wake-up-Call irgendwie, dass man einfach merkt, was wichtig im Leben ist. Dass nun jetzt so eine Diagnose war, ist halt Kacke. Das lässt einen niemals kalt. Aber ich glaube, da kann man auch was Positives draus ziehen. Schon alleine, dass wir miteinander wieder reden. Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich diese SMS ohne den Wake-up-Call geschrieben hätte. Mich hätte es weiter gewohnt, aber was an der Situation geändert, hätte ich wahrscheinlich nicht. Umso dankbarer bin ich jetzt, dass Sophia mein Angebot angenommen hat und wir auf einer freundschaftlichen Ebene wieder viel miteinander zu tun haben. Das fühlt sich wirklich richtig gut an. Dazu arbeitet Sophia im Krankenhaus und konnte mir auch bei medizinischen Fragen immer wieder helfen. Also mit der Diagnose, klar habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, Kacke. Es gibt natürlich irgendwie so zwei Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Nämlich man denkt das irgendwie rational und sagt, du bist jetzt noch jung und kannst so eine lange OP gut verkraften. Ja? Du kannst dich gut regenerieren, deswegen sollte man es jetzt machen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man sagt, es macht dir jetzt noch nicht so große Probleme. Warum sollte ich es jetzt machen, wenn es immer noch zum Aushalten ist? Aber das Problem ist einfach, dass es ja größer wird und wächst und dass die Probleme definitiv mehr werden. Also ich kann, glaube ich, nicht sagen, wie ich mich selber entschieden hätte, aber aus medizinischer und freundschaftlicher Sicht unterstütze ich deine Entscheidung, dass du es jetzt machst. Mehr, glaube ich, als wenn du es weiter aufgeschoben hättest. Gut. Gehen wir raus? Ja. So, hier sind wir schon. Zusammen diesen Wagen schieben. Du kannst ihn auch allein. Wie so ein altes Ehepaar. Eine OP ist immer irgendwie Kacke, egal wo das jetzt ist. Sobald man irgendwie in Narkose versetzt wird, ist das nie angenehm für einen. Auch weil man ja immer irgendwie das Gefühl hat, was passiert danach. So. Und bei jeder OP kann was schief gehen. Und die Stelle ist halt Kacke, das wissen wir alle. Das ist natürlich legitim, ja, dass du dir die Sorgen machst, weil es ja einfach im Kopf ist alles kompakt, ja. Und es macht ja auch die Symptome einfach, weil es nah an dem Nerv ist. Und deswegen, klar, kann da was schief gehen. Hast du Sorgen? Na klar. Ich bin ja als gute Freundin natürlich besorgt, weil es ist ja jetzt nicht irgendwie ein eingewachsener Zehennagel oder so. Aber ich glaube nicht, also ich will ja auch gar nicht, dass irgendwas schief geht, ja. Und ich glaube, je mehr, also natürlich sollte man sich damit beschäftigen, was passieren könnte. Aber ich finde, man sollte sich nicht die schlimmsten Szenarien ausmalen. Weil für mich, auch egal, was das für eine OP ist, ist es immer irgendwie wichtig, dass man da auch mit einem guten Gefühl reingeht einfach. Ne? Du musst hier rechts rum. Okay. Kannst du dich einfach hinstellen. Hinter den Container. Ja, ist wurscht. Ja. Die OP ist dann erstmal eine Erleichterung, aber dann fängt ja auch irgendwie so ein bisschen die Arbeit für dich an. Ne? Dir wird es vielleicht ein bisschen schwerfallen, nichts zu tun, weil du doch eher ein aktiver Mensch bist. Und ich glaube, manchmal ist Ruhe auch schwer zu ertragen, weil man sich dann mit sich selber auseinandersetzen muss. Und ich glaube, es noch mal ein bisschen umstrukturieren und neu orientieren, was ist jetzt danach, weil es ist ja einfach eine andere Situation, ne, als vor der OP. Man hofft natürlich irgendwie, dass es für dich damit so erledigt ist. Ja. Kannst du auch da drauf stellen. Ja. Die nächsten Wochen solltest du ein bisschen körperlich auf dich achten. Vor einer OP ist es gerade irgendwie wichtig, einfach noch mal ein bisschen extra Portion Gesundheit draufzulegen, dass der Körper einfach sich auch gut regenerieren kann. Viel schlafen.
Und ich glaube, irgendwie nochmal, ja, einfach mit einem positiven Mindset da reingehen. Dieses positive Mindset, das begegnet mir immer wieder. Aber klar, wahrscheinlich braucht es genau das. In der nächsten Folge. Das Ding spielt einfach seit, ich weiß nicht, 2 Jahren oder so permanent eine Rolle. Und das ist ja nicht zu verachten, also was das mit der Psyche macht, das aus dem Kopf zu haben auf verschiedenen Ebenen. Ich kann nachvollziehen, dass das wichtig ist. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, natürlich, so, was heißt das, Alter? Der lässt sich hier am Kopf irgendwie am Gehirn? Hey, natürlich, wenn der Typ irgendwie einen Tattrigen hat und irgendwie falsch abbiegt mit seinem Sauger, dann saugt er dir ein Stück Gehirn weg. Aber